Und wir sind live zurück zum She is Outdoors Women's Gear Award 2021. Live aus Interlaken in der Schweiz, hier oben von der Hader Kulm. Ich freue mich, jetzt an meiner Seite Jana Erb, Gründerin von She is Outdoors, begrüßen zu können. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Wir wollen jetzt bei The Why noch ein paar Einblicke hinter die Kulissen geben und du sollst uns ein wenig erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist und was alles hinter She is Outdoors steckt. Vielleicht mal ganz zu Anfang an. Du bist selbstständige Fotografin seit 2013, hast Contrapixel gegründet und warst bei Globetrotter unter anderem auch schon jahrelang aktiv und hast auch in der Jury vom Scandinavian Outdoor Award gesessen. Wie kam es dann, dass dir im Februar 2021, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Idee zu diesem Award gekommen ist? Kannst du das mal kurz erzählen? Ja, also ich habe immer schon eine gewisse Produktaffinität gehabt, kann man sagen. Also beim Globetrotter nach 6 Jahren im Verkauf, wo ich direkt gemerkt habe, was brauchen die Leute, was wollen die Leute, was sucht der Kunde und was haben wir da, was können wir bieten. Ja, als selbstständige Fotografin fällt mir das Digitale jetzt etwas leichter, als das vielleicht sonst für andere da im Verhältnis der Fall ist. Ich war beim Scandinavian Outdoor Award dabei in der Jury, habe da das Glück gehabt, mich wirklich mit ganz fantastischen Leuten austauschen können zu den Produkten und habe einfach gemerkt, wie sehr ich das genieße, da auch einfach da zu fachsimpeln, wie man so schön sagt. Und habe dann aber festgestellt, dass das einfach digital alles ganz anders ist, als ich das in den Jahren davor quasi, wo wir unterwegs waren, in den Bergen waren und wirklich physisch getestet haben, der Fall war. Und habe gemerkt, wie sehr mir das fehlt und habe gedacht, es muss doch irgendwie eine bessere Art und Weise geben, das zu transferieren. Ja. Und wenn ich da mal einsteigen darf, also Women's Gear, warum speziell für Frauen? Wenn man sich die Awards anschaut, die es gibt in der Branche, es gibt ja wirklich unzählig, sei es Magazine, die Tests machen, sei es Messen, die irgendwie wie der ISPO Award, der jedes Jahr vergeben wird. Aber was die alle gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass in der Regel die Male-Samples getestet werden, also die Samples für die Männer und häufig in der Jury eben auch überwiegend Männer sitzen. Es gibt auch die weibliche Jury, wir sehen das hier, also es gibt sie sind da, aber die können natürlich über die Produkte nicht so viel sagen, wenn die Samples, die da vorliegen, halt die Männer-Samples sind. Und ich habe auch über die Fotografinnen-Netzwerk, was ich mitgegründet habe in München, eben überhaupt dieses Thema Frauen auf dem Schirm. Und das war die logische Konsequenz und der Zusammenschluss von den beiden Themen. Cool, ja, wir haben heute ja jede Menge Programm vor uns und werden da später noch ein bisschen tiefer einsteigen. Du bist ja nicht alleine, sondern ihr seid ein Team von 3 Frauen, sonst wäre das und ihr stemmt schon viel zu dritt, aber auch nicht stemmbar. Das heißt, Miriam Meyer und Maria Müller sind mit an deiner Seite. Erzähl mal, wie habt ihr euch gefunden? Also wie ist diese Dreier-Kombo zustande gekommen? Das war ein ganz wilder Zufall, weil eigentlich war die letzten Jahre, ich habe meistens allein gearbeitet, klar. Wenn man irgendwie auf einem Projekt war, hat man Leute dabei gehabt. Ich habe aber schon immer lieber mit Freunden gearbeitet, einfach wo ich weiß genau, was die können, ich weiß, worauf ich mich verlassen kann. Und eigentlich war es ein ganz vogelwilder Zufall, weil mein Freund schon länger auf mich eingeredet hat, dass er da mit dem Mädel da im Globetrotter den Rucksack verkauft hat für die Alpenüberquerungen zum Fotografieren. Und ich sollte die doch mal kontaktieren und habe das aber immer irgendwie so vor mir hergeschoben, weil ich gesagt habe, ja, was mache ich dann mit ihr? Und jetzt war Lockdown und es war klar, ich habe irgendwie Zeit und wenn, dann jetzt. Und dann haben wir zu zweit angefangen und irgendwann habe ich gemerkt, es gibt da einen Teil, den kann ich, das ist das Digitale, aber es gibt was, das kann ich nicht und das ist Event. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich mal mit jemandem bei mir im Ort Volleyball gespielt habe, die Eventmanagerin im Sportbereich ist. Und wir sind spazieren gegangen und eigentlich wollte ich sie nur ein bisschen fragen, ob sie mir 1, 2 Tipps geben kann. Und irgendwie ist es dann passiert, dass das so absolut zusammen kumuliert ist und einfach festgestellt haben, wir können super zusammenarbeiten und nur deswegen sind wir heute hier. Super, ja, sehr schön. Wir würden gerne noch mal ein bisschen stärker auf den Award eingehen. Es konnten ja logischerweise Marken ihre Produkte dort einreichen. Kannst du noch mal sagen, wie ist das Ganze abgelaufen? Also wie war sozusagen der Prozess dahin? Wer konnte dort was einreichen und wer konnte als Marke mitmachen? Also es war super spannend, weil wir wussten überhaupt nicht, was passiert. Wir wussten, wir haben eine Idee, wir finden die Idee gut, haben schon auf der ISPO, also auf den letzten Tag der ISPO, mit den ersten 1, 2 Marken, mit denen ich schon länger zusammenarbeite, einfach irgendwie gefragt, ist da Interesse, ist das generell irgendwie was euch interessiert und haben dann einfach gesagt, okay, wenn, dann jetzt, haben losgelegt, haben angefangen und haben aber wirklich selbst nach Anmeldebeginn noch nicht gewusst, ob es klappt. Also 15. April war Anmeldebeginn. Alle Marken, die Produkte machen, konnten im Prinzip Produkte einreichen. Wir haben natürlich so bestimmte Kriterien gehabt, wo wir gesagt haben, okay, das macht jetzt mehr Sinn, das macht jetzt weniger Sinn, aber hatten dann einen Anmeldezeitraum von einem Monat, haben den
im Vorhinein schon um 10 Tage nochmal verlängert, aber haben bis kurz vor Ende der Anmeldeschluss nicht gewusst, ob wir überhaupt genug Produkte zusammenkriegen. Und dann wirklich in den letzten Tagen wir hatten da so eine Tür, wo wir alle Marken draufgeschrieben haben, die sich angemeldet haben, haben wir den Stift geschüttelt und ganz enthusiastisch hingeschrieben. Und plötzlich war diese Tür voll und das war ganz großartig. Ich wollte gerade sagen, es sind ja auch sehr viele sehr bekannte und sehr große Marken dabei. Das heißt, das Interesse ist auf jeden Fall groß. Kannst du sagen, wie viele Einreichungen ihr in Summe hattet? Wir haben 28 Marken an Bord und 37 Produkte. Wow, okay. Wir hatten gesagt, unter 15 Produkten machen wir es nicht. Eigentlich brauchen wir mindestens 20, damit man es irgendwie rechtfertigen kann. 30 wären super cool, und wenn wir 40 haben, das war irgendwie völlig utopisch, dass wir auf diese Zahl kommen. Und wir sind wirklich nur so ein Stück von weg. Also eigentlich, finde ich, haben wir unser Ziel weit übertroffen. Ich wollte gerade sagen, vor allem mit den Bedingungen, du sprachst gerade an, in Zeiten von Corona, jetzt zuletzt gab es hier auch noch Herausforderungen, was das Event vor Ort angeht, sprich das Unwetter, was auch die Schweiz etwas heimgesucht hat. Von daher, das hat auf jeden Fall nochmal erschwerend reingefügt. Nichtsdestotrotz, du hast gesagt, ihr habt euch vorgenommen, 40 auch gerne da zu haben. Also Blick in die Zukunft, vielleicht mal an dich gefragt. Ich bin ja selbst selbstständig und weiß, dass das durchaus challenging ist und man auch schwer Pläne machen kann. Aber was ist so eure Zukunftsvision? Wo soll es mit Cheers Outdoors hingehen? Schwierige Frage. Ich habe eigentlich gedacht, diese Frage stelle und beantworte ich mir selbst, wenn wir hier fertig sind und rum sind. Also ja, der nächste Award steht quasi schon in den Startlöchern. Das ist der Winter Award 21. Wir wollen natürlich mehr. Die muss man ja schon fast. Also wir hätten natürlich gerne nochmal signifikant viel mehr Produkte drin und vor allen Dingen auch, was uns jetzt tatsächlich, das wird man gleich auch so ein bisschen sehen, wenn man schaut, wie die Kategorien besetzt sind, gerade im Outdoor- und Professionals-Bereich. Da würden wir uns sehr wünschen, wenn da noch ein bisschen mehr reinkommt, was man da testen kann. Ja, super. Also wir werden heute natürlich noch intensiver natürlich auf die Awards und auch die Kategorien, die du gerade schon ansprachst, eingehen, heute bei der Awardverleihung. Für den Moment bedanke ich mich erstmal bei dir für den Einstieg und ja, erstmal weiterhin viel Erfolg. Den Tag werde ich heute ja noch ein wenig begleiten können und freue mich sehr darauf. Erstmal von meiner Seite sowieso Chapeau, was ihr hier auf die Beine stellt. Allergrößten Respekt. Wir sehen uns um 19:30 Uhr sowieso nachher zum Sundowner-Chat nochmal wieder. Und ja, jetzt gebe ich eigentlich direkt weiter, weil wir um 16 Uhr mit den Workshops weitermachen werden. Und wir freuen uns, wenn ihr nachher alle dabei seid. Danke, Jana. Danke dir. Und wir sehen uns später.